herausfordernde Zeiten. Mitteleuropa, Osteuropa ist ja richtig geschüttelt worden von diesen großen Fluten, sinnflutartigen Regenfällen. Auch unser Ort stand komplett unter Wasser. Viele Fragen sind aufgetaucht. Woher kam das Wetter? Auch andere aktuelle Ereignisse werden heute behandelt. Doch zuallererst möchte ich dich ganz herzlich auf meinem Amira Solis Kanal begrüßen. Schön, dass du dabei bist. Wenn dir das Video gefällt und du es informativ findest, gib mir bitte ein Like, schreib einen Kommentar und abonniere meinen Kanal. Bevor ich mit dem heutigen Thema loslege, möchte ich noch mich ganz herzlich bei den Spendern bedanken der letzten Wochen. Das Video Hilfe für also das SOS aus Island hat viele berührt und auch mich, diese Botschaft von der Elfe, hat, glaube ich, in vielen von uns etwas angestoßen, eine Erinnerung, dass wir nicht alleine sind, dass wir nicht die einzigen intelligenten Lebewesen hier auf diesem Planeten sind. Ja, ich denke, es ist wichtig, dass wir uns mehr und mehr bewusst sind, dass wir wirklich in Harmonie auch mit den Naturwesen leben sollen. Und da hatte ich ein wunderbares Erlebnis oder ein fast gruseliges Erlebnis, muss ich eher sagen, aber trotzdem im Endeffekt ein wunderbares Erlebnis in der Schweiz, wo ich jetzt war, wo sich ein Naturwesen an mich und meine Gruppe gewendet hat. Es braucht Hilfe, weil nämlich Kinder von den Naturwesen entführt worden sind. Das war dann wirklich eine wunderbare Erfahrung, denen helfen zu dürfen und auch, wie wir dann gesehen haben, wie sich die Energie verändert, nachdem wir da Hilfe geleistet haben, dass da auf einmal alles viel leichter war, auch die Stimmung sich komplett verändert hat, dass da gute Energie da war. Also, die gibt es wirklich. Ich habe immer wieder Erlebnisse, immer wieder Erfahrungen, immer wieder berichten mir Menschen, dass sie Begegnungen hatten mit Feen, mit Zwergen, mit anderen Naturwesen. Wir werden da sicher auch in den nächsten Videos auch immer wieder drauf eingehen, denn wir sind, und jetzt sind wir auch schon fast beim Thema, in die Endphase eingetreten. Doch mehr dazu gleich. Vorhin noch ein herzliches Danke an den Spendern Dimitri, Rodinov, Zdenka, Fustala, Irmgard Schak, Wolfgang Nosch, Barbara Gay, Joachim Hütter, Tanja Lambrecht, Ingrid Linhardt, Angela Winkler, Engin Saman, Claudia Saska, Sibylle Mattea, Thomas Sido, Lisa Veth, Maria Ronacher, Hildegard Oje, Michaela, Christina und Johanna, die haben eine Gemeinschaftsspende gemacht. Ein herzliches Danke an Anna Flügel, schätze das besonders, danke. Katrin Kamendje, Martina Gastl, Lieselotte Kraft, Johann Kanz, Iona Heckmann. An euch alle ein herzliches Danke. Mit euch können wir das Projekt zu Ende führen. Wenn ihr das Video hört, bin ich wahrscheinlich gerade in Frankreich oder in Spanien. Wir sind jetzt in die Endphase mit unserem Projekt oder fast in die Endphase eingetreten. In den nächsten Wochen wird England, Frankreich und Spanien mit Segenskugeln versorgt. Dann fehlt eben noch die Kugel in Island, aber hier habe ich auch eine gute Nachricht. Wir konnten da Erdheilungsrituale mit einer Gruppe machen. Also es geht den Naturwesen jetzt definitiv besser. Es haben auch von euch wahrscheinlich viele, die energetisch arbeiten, mitgeholfen. Die Nachricht von den Naturwesen ist, es hat sich einiges zum Guten verändert, es geht ihnen besser
Und ich habe auch von Amira eine Methode erfahren, wie wir vorerst, bis die Kugel wirklich dort ist, wie wir vorerst die Kugel, die große, ich habe sie schon fertig, ist alles schon programmiert, speziell für Island, wie wir das im Moment von der Ferne für die Insel nützen können. Ich denke, ich habe auch schon einen sehr guten Platz für Island, wo ich sie gerne hinbringen möchte. Und zwar gibt es da einen Ort, der einen Feenpark hat, wo es besonders viel Naturwesen, Zwerge, Gnome und alles gibt vor Ort. Und ich denke, dort in dieser Gegend, wenn da wirklich besonders eine hohe Population von diesen Naturwesen ist, wäre die besonders gut aufgehoben. Und da habe ich jetzt auch schon Kontaktadressen. Also da bin ich jetzt gerade dran, aber fürs Erste haben wir da eine Entspannung bewirken können. Und SOS nicht nur aus Island, inzwischen hatten wir diese schrecklichen Regenfälle bei uns. Viele von euch, die da zuhören, werden auch betroffen sein. Und es war wirklich Horrorszenen. Ich war nicht da, ich konnte nicht mehr nach Hause fahren. Unser Ort war komplett unter Wasser, abgeschnitten. Mir ist aber nichts passiert, mir und meinem Haus, unserem Haus. Wir liegen auf einem Hügel und außer ein bisschen feuchte Wände ist bei uns gar nichts gewesen. Aber andere, die haben wirklich evakuiert werden müssen, zum Teil sogar mit Hubschraubern. Sind die Autos kaputt, die sind geschwommen im Wasser. Und viele haben wirklich alles verloren. Da war das Wasser bis in die Wohnräume hinein. Und wenn man sich diese Wetterfront anschaut, wir haben ja immer wieder Hochwasser, aber so so massive Hochwasser, die, ich sage mal, fast halb Europa betroffen haben, hat's ewig schon nicht gegeben. Und wenn man sich diese Wettersatelliten angeschaut hat, das war wirklich gruselig. Wenn man live vor Ort war, war das umso fürchterlicher. Man hat wirklich geglaubt, die Welt geht unter. Viele von euch haben sich die Frage gestellt und auch ich, ist das Rache von der Natur oder ist es künstlich gemacht? Amira hat mich darüber aufgeklärt. Sie sagte, es ist von Menschen gemacht und wir sind jetzt in die letzte Phase eingetreten, denn diese Mächte, die uns beherrschen wollen, geben jetzt noch mal alles, um uns in den Existenzängsten zu halten, um uns unten zu halten. Und gerade Österreich und Deutschland, die sehr betroffen waren, sind in ihrer Entwicklung, sage ich einmal, sehr viele Leute schon sehr weit. Und bei denen fehlt wirklich nur mehr der letzte Schritt sozusagen, um in diese neue Energie, wollen wir es jetzt mal Aufstieg nennen, hineinzugehen. Mit diesen Leitenergien aber, wenn du Hab und Gut verlierst, wenn du damit beschäftigt bist, jetzt wirklich deine Existenz zu retten, da bleibt keine Zeit für Spiritualität. Da ist man wieder in der Angst, in diesen alten Emotionen drinnen. Und man geht wieder ein Stückchen runter von der Energie. Und das ist genau das, was jetzt in vielen Ländern passiert. Wenn ihr euch fragt, warum haben die Segenskugeln nicht so wirklich gegriffen, kann ich euch auch sagen, sie haben gegriffen. Es wäre noch viel schlimmer, aber hier haben sich wirklich, ich sage mal, die dunklen Kräfte gebündelt und das ist so, wie wenn jetzt eine Atombombe über, sagen wir mal, in meine große Stadt Frankfurt in die Luft gehen würde, dann würde es auch einen großen Erstschaden geben. Kugeln greifen natürlich und die Auswirkungen und die Ausdehnung würde extrem gebremst werden. Auch hier ist ein noch schlimmerer Schaden verhindert worden. Das Wasser ist relativ schnell abgeflossen, also schneller als üblich.
Wir haben es auch vor Ort gesehen, da wir hatten mal Hochwasser vor etlichen Jahren und da ist das Wasser wirklich tagelang gestanden. Diesmal ist es innerhalb von einem Tag abgelaufen. Also, die Erde hat mitgemacht, Lady Gaia hat ihre Poren geöffnet sozusagen, um Wasser aufzunehmen, damit das Wasser schneller abgelaufen ist, als es normalerweise sein würde. Und ich sage mal, der Schaden, so groß er auch ist etwas oder doch sehr begrenzt worden. Bitte, ihr müsst euch jetzt darauf vorbereiten, dass es noch nicht alles war, denn das Zeitfenster, was die Dunkelkräfte noch haben, ist sehr knapp und daher bitten sie noch alles auf. Und über diese Pläne möchte ich heute Amira fragen und wir werden da ein bisschen näher darauf eingehen. Liebe Amira, was kannst du uns über diese Pläne sagen, die da ja im Raum stehen? Wie sollen wir uns verhalten? Wie können wir uns darauf vorbereiten? Ich begrüße euch. Meine Lieben, ihr seid jetzt in eine Phase eingetreten, von der ich euch schon vor circa 1,5 Jahre berichtet habe, dass diese Phase kommen wird mit den großen Naturkatastrophen, die aber großteils auch menschengemacht sind. Manche Dinge sind natürlich auch von der Erde, wenn strategische Punkte, was für die Erde wichtig sind, besetzt sind, versucht sie sich auch zu reinigen. Aber ein Großteil von diesen Wetterkapriolen, Katastrophen, die jetzt da sind, sind menschengemacht. Menschengemacht, bedingt, diese Wesenheiten benutzen Menschen, um ihre dunklen Agenden durchzusetzen, um Menschen zu besetzen, das heißt, sie übernehmen menschliche Körper. In diesen Körpern sind aber keine Menschen. Auch das habe ich euch schon gesagt. Ich wiederhole mich, damit ihr es auch wirklich versteht. Man könnte von seelenlosen Biokörpern reden, die zwar einen biologischen Aufbau haben, ausschauen wie Menschen, menschliche Körper haben, aber das Innere, das, wo ihr sagt Seele, das ist diesen Wesenheiten fremd. Und ihre Pläne, ihre Agenten gehen dahin, nicht nur die Menschheit zu dezimieren, sondern die Menschheit auch in Angst und Schrecken zu halten. Das ist die Energie, von der sie sich ernähren. Jetzt nicht diese menschlichen Roboter sozusagen, sondern die Wesenheiten dahinter. Das sind Existenzen, die leider auch noch unter euch sind, die die Erde noch benutzen, um Energie zu gewinnen. Und dazu bedienen sie sich den Emotionen der Menschen. Das ist sozusagen ihre Nahrungsquelle. Da gibt es große Kraftwerke, nennen wir es Kraftwerke, das würde am ehesten dem entsprechen, was ihr kennt, so wie ihr Stromkraftwerke habt, große, so haben auch diese Wesenheiten solche Kraftwerke. Dazu gibt es kleine Stationen. Die Lydia hat Erfahrung damit gesammelt jetzt, vorige Woche, und diese Stationen schüren Ängste, Hass, Zwist. Je mehr negative Emotionen von einer menschlichen Seele freigesetzt werden, umso mehr Futter bekommen diese Wesenheiten in Form von eurer Energie. Liebe,
Freude, Glück schwingt eine Frequenz, die so hoch ist, dass sie mit dem nichts anfangen können. Also ihr werdet nutzlos sozusagen für diese Wesen und daher versuchen sie euch wirklich in allen Belangen in negative Emotionen zu treiben. Zum einen durch Katastrophen, wo ihr in die Existenzängste kommt, wo ihr unter Schock steht. Zum anderen aber auch werden in diesen kleinen Stationen Frequenzen ausgeschickt, auch über große Stationen Frequenzen ausgeschickt, die die Menschen unrund machen, die da Zwist sehen. Daher kommt es jetzt auch vermehrt zu Streitereien, zwischenmenschlichen Konflikten, noch mehr als ihr es bislang schon gewohnt wart. Und da möchte ich euch nachher etwas Wichtiges sagen. Aber vorher noch ein bisschen mehr zu diesen Plänen. Die Pläne sind eben, dass sie es schaffen, dass sie die Menschen komplett gefügig machen, dass sie die Zirbeldrüse ganz klein schrumpfen, dass sie eure Zirbeldrüse ganz klein und funktionsuntüchtig macht. Das ist der Angriff auf die Zirbeldrüse. Das kommt über Nahrungsmittel zu euch rein, über Wasser, über Strahlung. Und zum anderen auch über Angriffe auf eure Seele durch Schocktraumen. Es ist normal, dass dann die Seele kurz aus dem physischen Körper austritt, wenn es dumm hergeht, sogar kurzfristig aus dem Energiefeld, aus der Aura, aus euren anderen Körpern sozusagen heraustritt. Und da gibt es schon diese hm, dunklen Mächte, die darauf lauern, die Seelen einzufangen. Ihr braucht aber jetzt nicht in Panik zu verfallen. Ich habe euch da schon eine sehr gute Übung gesagt. Mit dieser Übung bekommt ihr, wenn ihr unter Schocktrauma wart und das Gefühl habt, ihr seid nicht in euch, ihr seid verrückt, eure Seele ist nicht da, dann bitte macht diese Übung. Das findet ihr im Video Seele verloren. Und diese Übung kann wirklich jeder selber machen, der das Gefühl hat, durch das Schocktrauma, was ich erlitten habe in den letzten Wochen, möchte ich sicherheitshalber schauen, dass ich meine Seele zurückbekomme mit dem Urlicht Gottes, egal wo eure Seele ist. Das wird jetzt auch von uns unterstützt, das Projekt Seele zurückholen, kann wirklich jeder seine Seele zurückholen. Wenn ihr das Urlicht Gottes ruft, dann geht bei uns so eine Art Klingel, alle, die das Projekt unterstützen. Und wir schauen da wirklich, selbst wenn es von in diesen Sklavenlagern, Seelensklavenlagern ist, werden wir da die Seele herausholen. Nur ihr müsst darum bitten, das Licht Gottes bringt eure Seele dann sicher in eure Körper zurück. Das wäre das eine, wo ihr dann wieder schön zentriert seid, wo es euch wieder besser geht. Und wenn ihr in diesen negativen Emotionen gefangen seid, ihr spürt, ihr seid total unrund, hat aber nichts mit der Seele zu tun, dann möchte ich euch jetzt eine kurze Übung zeigen, wie ihr wieder in die guten Gefühle kommen könnt. Und ich bitte euch nun alle mitzumachen. Bist du bereit, Lydia? Ja? Ich übergebe jetzt noch eine Ebene tiefer an Amira, dass da wirklich nichts mehr von mir dabei ist. Es dauert jetzt ein paar Sekunden.
Ich klicke mich jetzt noch eine Ebene tiefer in die Energie von Amira hinein. Atme Liebe ein und Liebe aus. Atme Freude ein und Freude aus. Atme Glückseligkeit ein und aus. Atme Wahrheit ein und aus. Atme Weisheit ein und aus. Und nun atmest du ganz bewusst die Macht ein, die göttliche Macht von der Ursprungslinie der Macht, mit dem Auftrag, mit dem Ausatmen, alle Frequenzen und alle Energien, die auf dich gerichtet sind, die gar nicht deine eigenen sind, alle Energien, die über Bestrahlungsanlagen, über Medien, Fernsehen, das Handy oder andere technische Geräte zu dir gekommen sind. Atme mindestens dreimal die Macht ein und die Macht aus. Die Macht ein und die Macht aus. Die Macht ein und die Macht aus. Du kannst so lange Macht ein und Macht ausatmen, bis du das Gefühl hast, alle Gefühle, die dich angetriggert haben, sind jetzt aus deinem System hinausgeatmet. Die anderen Atemschritte haben wir gemacht, damit du dir auch die gute Energie holst, die Bereitschaft holst, dass du das auch tun kannst. Nun bittest du, ich bitte den Feuerstrahl Gottes, alles in und um mich in die göttliche Quelle zu verbrennen, was nicht zu mir gehört. Ich bitte die Urquelle Gottes, alle Schatten, alle Depressionen, alle Ängste fortzuspülen. Und nun gehst du in deine wahre Präsenz, in dein wahres Ich. Und dazu bekommst du auch die Unterstützung der Zentralsonne, deiner Ursprungslinie und von der göttlichen Quelle selbst. Ich bin Liebe. Ich liebe mich und alles
Leben auf diesem Planeten. Alle Menschen, Tiere, Pflanzen, Steine, alles, was Mutter Erde ausmacht. Ich bin ein Teil von Mutter Erde. Ich bin ein Teil des Kosmos. Ich bin Freude. Ich bin Wahrheit. Ich bin Weisheit. Ich bin Glückseligkeit. Atme ganz tief in deinen Bauch hinein, eine ganz tiefe Bauchatmung. Und nun, ich bin Einheit. Ich bin alles, was ist. Spüre die Verbindung zu allem, zu dieser göttlichen Einheit. Alles andere ist Illusion. Geh in diese Präsenz, ich bin. Ruhe ein bisschen in dem Gefühl. Spüre dieses Ich bin, diese Einheit in deinem ganzen Körper. Spüre sie in deinem Herzen und wie sie sich von deinem Herzen ausdehnt, in dir und über dich hinaus. Vielleicht kannst du alle Lichtpunkte spüren, alle anderen Seelen, mit denen du verbunden bist. Du fühlst, du bist nicht alleine. Du bist alle, die dem Licht zustreben. Und in meinem Licht, das ich bin, kann ich auch das Licht in den anderen sehen und erwecken, falls ihr Licht in Dunkelheit schlummert. Ich bin mächtig, erkenne dich als mächtiges Wesen. Kannst du es spüren? Kannst du deine eigene Präsenz spüren? Stelle dir nun zum Abschluss vor, wie sich der Mantel der Geborgenheit um dich legt, der dich beschützt und behütet und der dir Sicherheit gibt. Atme noch einmal tief durch, bevor du wieder deine Augen öffnest und ins Hier und Jetzt zurückkehrst als ein mächtiges, beseeltes Schöpferwesen, das du bist. Danke, liebe Amira. Möchtest du zum Abschluss noch etwas sagen? Macht diese kurze Meditation immer dann, wenn ihr das Gefühl habt, ihr seid aus der Mitte, denn das ist jetzt ganz, ganz wichtig, dass ihr die Leuchttürme seid, dass ihr die Energiehalter seid für die neue Zeit. Denn, wie gesagt, wir sind in die letzte Phase eingetreten und in die alles entscheidende Phase.
Und gemeinsam, ihr und wir, in Einheit werden wir diese Transformation schaffen. Ich ziehe mich zurück. Danke, liebe Amira, das war eine wunderschöne Meditation, eine wunderschöne Übung und auch die Erinnerung an, dass man schauen sollte, gerade jetzt nach diesen Katastrophen wird es wirklich viele aus der Mitte geschmissen haben, schauen, ob die Seele da ist, kann nicht schaden, werden sicher viele brauchen diese Übung und ihr braucht keine Angst haben, hat Amira gesagt. Das kann wirklich jeder und das steht auch unter dem Schutz, so dass es auch wirklich jeder, auch ein Anfänger machen kann. Ja, ich spüre es auch, in eine neue Zeitqualität, in eine neue Zeitphase eingetreten. Es ist jetzt wirklich wichtiger denn je, dass wir noch einmal alles geben. So wie ein Läufer, der schon die Zielgerade sieht, schon erschöpft ist, aber sagt, boah, einmal gebe ich noch alles und noch einmal die Beschleunigung macht. Und in dieser Phase sind wir jetzt, Leute. Jetzt dürfen wir nicht aufgeben, jetzt dürfen wir uns nicht zurücklehnen und sagen, pff, alles so schrecklich und hat eh keinen Sinn. Nein, die anderen geben auch noch einmal Vollgas und wir werden gewinnen und das ganz sicher. Da bin ich mir 100%ig sicher, dass wir es schaffen werden. Und ja, wir dürfen jetzt einfach nicht uns zurücklehnen und sagen, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Nein, es ist nur mehr eine kurze Zeit und die wird sehr, sehr heftig, sehr herausfordernd sein. Aber wir haben volle Unterstützung. Wir müssen nur um Hilfe bitten. So, das war's für heute. Wer mit seiner Ahnenbelastung noch aufräumen möchte, es gibt noch Plätze im Oktober fürs Seminar in St. Pölten. Bitte rasch anmelden. Und was wollte ich noch sagen? Ja, wir bleiben auch dran mit der Erdheilung, was für die Erde tun, denn das ist ja auch total wichtig, wie ihr wisst. Wir sind ja nicht getrennt von unserer Urmutter, von Lady Gaia. Wir sind alle eins und da gehört die Erdheilung dazu. Heilen wir die Erde, heilen wir uns. Da wird es jetzt in Kürze eine Seminarserie geben. Und wenn du in deiner Gegend, Deutschland, Österreich, ein Seminar machen möchtest und sagst, ja, wäre wichtig, dann melde dich bei mir, wenn du Leute kennst und auch was organisieren könntest, dann melde dich bei mir, dann werden wir da was einfädeln. Denn ich habe ganz tolle Methoden durchbekommen von Amira, die sich rasch verbreiten sollen, dass wir da wirklich was bewirken und dass wir der Gegenpol zu diesen Kräften sind, die uns und unsere Heimat zerstören wollen oder einnehmen wollen und besitzen wollen. Das werden wir nicht zulassen. So, für heute alles Liebe, meine Lieben. Drückt mir die Daumen, dass das alles gut geht mit den Kugeln, wenn ich unterwegs bin. Und ja, danke für eure Unterstützung. Bis bald, eure Lydia und sei glücklich!